Du wirst überrascht sein, wie unterschiedlich Weihnachten in Georgien begangen wird, wenn du es mit den Feierlichkeiten in Deutschland vergleichst. Das ist heute mein Thema. Ich lebe seit etwa 2 Jahren in Batumi und finde es auch dieses Jahr wieder spannend, wie sich tief verwurzelte georgische Traditionen mit Einflüssen aus Westeuropa vermischen. Wie in Deutschland spielt es auch in Georgien eine Rolle, ob du in einer Großstadt wie Batumi oder in einem entlegenen Bergdorf zu Besuch bist. Dennoch, wo immer du feierst, überall spürst du die besondere Stimmung, die das georgische Weihnachtsfest prägt. Die georgische Zeitrechnung und der Chichilaki. Während du in Deutschland Weihnachten am 24. oder am 25. Dezember feierst, richtet sich Georgien nach dem alten julianischen Kalender. Daher fällt das Fest hier auf den 7. Januar. Das heißt, ich erlebe hier eine Art zweites Weihnachten. Der Fokus dabei liegt aber stärker auf dem religiösen Aspekt. Ein weiterer Unterschied ist der traditionelle georgische Weihnachtsbaum, der Chichilaki. Statt einer immergrünen Tanne stellt man hier ein aus Nussbaumholz kunstvoll geschältes Bäumchen auf. An seiner Spitze befindet sich ein kleines Kreuz und ringsherum getrocknete Blumen oder Beeren. Diese Dekoration symbolisiert Fruchtbarkeit, Glück und einen reichen Ernteertrag für das kommende Jahr. Wenn man in der Weihnachtszeit Freunde oder Verwandte besucht, bringt man oft einen Chichilaki mit. Er gilt als kleines Zeichen der Wertschätzung, das im Haus frische und gute Energie verbreiten soll. Am 19. Januar, dem Dreikönigsfest, wird der Chichilaki verbrannt und all das Negative und Belastende aus dem vergangenen Jahr gleich mit. Westliche Einflüsse verändern die Tradition. In den letzten Jahrzehnten hat sich in Georgien einiges verändert. Neben den traditionellen Chichilaki-Bäumchen werden immer öfter auch echte Tannen oder künstliche Weihnachtsbäume aufgestellt. Dieser Trend ist ein Ergebnis der zunehmenden Verbindung mit westeuropäischen Bräuchen, vor allem seit der politischen Öffnung Georgiens und der intensiveren Reisetätigkeit der Georgier ins Ausland. So verbinden sich heute althergebrachte Rituale mit neuen Einflüssen. Das Ergebnis ist ein Weihnachtsbild, das in seiner Vielschichtigkeit das moderne Georgien spiegelt, selbstbewusst, offen, aber auch der eigenen Geschichte verpflichtet. Es entsteht ein spannendes Nebeneinander. Die älteren Generationen halten an den gewohnten Abläufen fest. Die Jüngeren probieren Neues aus, ohne dabei den Wert der alten Traditionen zu vergessen. Wenn du darauf achtest, wirst du in den Straßen geschmückte Schaufenster, moderne Dekorationen und westlich inspirierte Süßigkeiten entdecken. Gleichzeitig bleiben das Kerzenlicht in den orthodoxen Kirchen, die Gesänge und die familiäre Nähe wichtige Elemente, die das Herz des georgischen Weihnachtsfestes ausmachen. Toflis Papa, der Schneevater aus den Bergen. Kinder in Georgien freuen sich besonders auf Toflis Papa, die georgische Antwort auf den Weihnachtsmann. Du kennst natürlich die westliche Vorstellung eines bärtigen Mannes im roten Mantel. Hier ist es aber ein grauhaariger Mann mit Bart, der aus Ushguli stammt, dem höchstgelegenen Dorf in der Region Svanetien. Diesem Ort im Kaukasus sagt man nach, er sei einer der am höchsten bewohnten Plätze Europas. Toflis Papa trägt eine typische svanetische Landestracht, zu der auch ein Jagdmesser gehört. Sein schneeweißer Umhang erinnert an die tief verschneiten Gipfel
der umliegenden Berge. Der Schneevater macht sich nicht wie in Deutschland am Heiligabend auf den Weg, sondern am Silvesterabend. Die Kinder finden ihre Geschenke folglich am Neujahrsmorgen. Das wirkt auf dich vielleicht ungewöhnlich, aber es hat seinen Reiz. Während Weihnachten am 7. Januar in erster Linie dem religiösen Gedenken und dem gemeinsamen Festmahl mit der Familie dient, liegt der Fokus auf Geschenken und Überraschungen im neuen Jahr. So entsteht eine klare Trennung zwischen dem besinnlichen Kern des Weihnachtsfestes und der fröhlichen Ausgelassenheit rund um den Jahreswechsel. Alilo, Mitternachtsmesse und Gemeinschaftssinn. Am Weihnachtstag selbst, dem 7. Januar, wirst du Zeuge einer Tradition, die dich tief beeindrucken kann. Der Alilo-Umzug. Schon früh morgens ziehen Gläubige singend und betend durch die Straßen. Sie tragen Ikonen, Kreuze und Kerzen, singen immer wieder den Refrain Alilo und sammeln Spenden für Bedürftige. Wenn du die Menschen beobachtest, fällt dir auf, wie sehr hier Gemeinschaftssinn und Glaube zusammenfließen. Es ist kein lautes Spektakel, sondern ein ruhiges, aber dennoch kraftvolles Bild der Solidarität. Für viele Georgier ist dies einer der bewegendsten Momente der Weihnachtszeit. Jeder kann sich diesem Umzug anschließen. Die Mitternachtsmesse, die in den orthodoxen Kirchen gefeiert wird, ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Festtage. Dabei geht es nicht um Geschenke oder Konsum, sondern um die Andacht und das Innehalten. Nach dem Gottesdienst versammelt sich die Familie, um ein gemeinsames Essen zu genießen. Wie in Georgien üblich, ist die Auswahl an Speisen oft üppig, von herzhaften Gerichten bis zu süßen Leckereien. Ein Klassiker ist zum Beispiel Gosinaki, mit Honig karamellisierte Walnüsse, die nicht nur köstlich schmecken, sondern die auch zeigen, wie eng hier kulinarische Traditionen mit Festtagsfreuden verknüpft sind. Wenn du all diese Eindrücke auf dich wirken lässt, merkst du schnell, dass das georgische Weihnachtsfest eine ganz eigene Balance findet. Es vereint Historie und Moderne, Ost und West, innige Frömmigkeit und weltliche Freude. Du wirst möglicherweise bemerken, dass dich dieser Mix zugleich beruhigt und inspiriert und dass du trotz aller Unterschiede zu den deutschen Bräuchen darin etwas sehr Vertrautes finden kannst. Das Bedürfnis nach Nähe, Sinnhaftigkeit und einem hoffnungsvollen Blick auf die kommende Zeit. Übrigens findest du in der Beschreibung einige Links zu den georgischen Weihnachtsbräuchen. Hast du schon einmal in Georgien Weihnachten gefeiert? Wie denkst du über die Weihnachtstraditionen in Georgien? Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib ihm bitte ein Like und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2025. Bis zum nächsten Mal bei Ein Deutscher in Georgien.